Hi, in diesem Video zeige ich dir verschiedene Quellen, bei denen du hochwertige und günstige Boxspringbetten in allen Preisklassen online kaufen kannst. Die vorgestellten Betten im Video orientieren sich an der Bettgröße 180 x 200 cm und können bei einer Größenänderung aus der jeweiligen Preiskategorie fallen. Bevor wir starten, möchte ich dir den Unterschied zwischen günstigen Betten um die 1000 Euro und hochwertigen Boxspringbetten um die 3000 Euro und aufwärts erklären. Wenn du es überspringen möchtest, nutze gerne die Zeitstempel im Video. Um den Unterschied herauszufinden, müssen wir als erstes das Bett in seine Einzelteile zerlegen. Für die Veranschaulichung nehmen wir das Jackbett, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Als erstes müssen wir uns die Materialien der Box anschauen, die das klassische Lattenrost ersetzen soll. Hier wird bei günstigen Boxspringbetten oft gespart, indem Sperr- oder Spanholz verwendet wird. Erstrebenswert ist ein Massivholz für eine hohe Langlebigkeit. Anfangs wirst du keinen Unterschied feststellen, aber durchschnittlich nach 5 Jahren zeigen sich normalerweise die ersten Unterschiede. Massivholz, das zum Beispiel aus Buche, Eiche oder Kiefer hergestellt wird, ist hingegen locker für mehr als 10 Jahre ausgelegt. Als nächstes ist die Matratze der Unterbox ein Qualitätsmerkmal. Hier werden bei günstigen Boxspringbetten oft Bonell-Federkerne verwendet und das ist für die untere Matratze auch in Ordnung. Besser sind Taschenfederkerne oder Tonnentaschenfederkerne. Hochwertige Boxspringbetten sollten hier mit Taschen- oder Tonnentaschenfederkernen ausgestattet sein. Bonell-Federkerne sind die günstigste Variante und haben den Nachteil, dass der Körper flächenmäßig einsinkt. Diese Federn leiern leicht aus und man hat das Gefühl, dass die Matratze schnell durchgelegen ist. Daher sollten die Bonell-Federn nie in der Obermatratze sein. In der Untermatratze sind sie bei einem günstigen Bett in Ordnung, da dort nicht die Hauptbelastung stattfindet. Taschenfederkerne sind Federn, die in Taschen eingepackt sind und sorgen dafür, dass ein punktuelles Einsinken der verschiedenen Körperteile möglich ist. So kann der Körper in einer optimalen und ergonomischen Position liegen. Tonnentaschenfedern sind ähnlich, nur dass sie in der Mitte der Tasche mehr Spielraum haben, wodurch sie auch leicht seitlich biegsam sind. Dadurch können auch seitliche Kräfte von der Feder besser aufgenommen werden. So kann sich die Matratze nochmal besser an den Körper anpassen und sie wirken etwas weicher als normale Taschenfederkerne. Empfohlen werden bei den Matratzen 250 Federkerne pro Quadratmeter, was bei unserem 180 x 200 cm Beispiel 450 Federkerne pro Matratze bedeutet. Insgesamt auf beide Matratzen demnach 900 Federkerne. Achte grundsätzlich darauf, dass überhaupt eine Untermatratze vorhanden ist. Wenn sich anstatt der Matratze unten im Bett ein leerer Kasten für Stauraum befindet, dann ist das Bett ein Boxbett und so muss es auch verkauft und gekennzeichnet werden. Die Obermatratze ist ähnlich wie die Untermatratze, nur sollte sie nicht aus Bonell-Federkernen bestehen, aus den eben genannten Gründen. Selbst bei den günstigen Boxspringbetten sollten wir hier Taschenfederkerne mit 5 oder 7 Zonen anstreben. Bei der günstigen Variante hast du oft weniger als 250 Federkerne pro Quadratmeter. Beim hochwertigen Boxspringbett solltest du nach Taschen- oder Tonnentaschenfederkernen, 7 Zonen und mehr als 250 Federkernen pro Quadratmeter Ausschau halten. Hier siehst du den Unterschied der Zoneneinteilung. Die Zonen sind für die jeweiligen Körperteile optimiert und bei den 7 Zonen hast du gegenüber den 5 Zonen nochmal eine separate Zone für die Hüfte und eine für die Oberschenkel. Den passenden Härtegrad bestimmst du anhand deines Körpergewichts. Bei günstigen Boxspringbetten kannst du oft den Härtegrad nicht auswählen und musst die Vorgaben hinnehmen. Bei hochwertigen Boxspringbetten kannst du diese in der Regel bei beiden Matratzen beim Kauf anpassen. Eine gute Matratze sollte mindestens 18 cm hoch sein. Der letzte entscheidende Punkt ist der Topper, also die Extramatratze, die oben auf den beiden Hauptmatratzen aufliegt. Bei günstigen Boxspringbetten wird hier oft Komfortschaum oder minderwertiger Kalt- oder Viskoschaum verwendet. Kalt- oder Viskoschaum können in der Qualität variieren. Daher werden sie auch bei teuren Boxspringbetten in einer hochwertigeren Form verwendet. Noch hochwertiger sind Gelschäume oder Latex. Hier siehst du die wahrgenommene Härte der verschiedenen Matratzenarten für deine Orientierung. Hier ist nochmal eine Zusammenfassung in Form einer Tabelle, die du für den Online-Kauf zur Orientierung nutzen kannst. Pausiere hier gerne das Video oder komm später nochmal hierher zurück. An wichtigen Stellen blende ich es gleich aber auch nochmal im Video ein. Starten wir mit den Boxspringbetten. Nummer 1 und gleichzeitig Partner des Videos ist das Jack Boxspringbett, das mittlerweile viele Kunden begeistern konnte. Dieses Jahr konnte ich mich mit Philipp wieder auf einen 100€ Gutscheincode exklusiv für Zuschauer des Videos einigen. Du siehst, es erfüllt alle Voraussetzungen, die ein hochwertiges Boxspringbett mitbringen sollte. Der Rahmen und die Latten sind aus Massivholz, passend dazu bekommst du 10 Jahre Garantie. Bei allen Matratzen werden Tonnentaschenfedern mit 277 Federkernen pro Quadratmeter verwendet, was bei 180 x 200 cm knapp 500 Federkernen pro Matratze entspricht.
Das Bett wird in Deutschland produziert und du kannst es 101 Nacht Probe schlafen, was über 3 Monaten entspricht. Der Körper braucht übrigens ungefähr 6 Wochen, um sich an eine neue Matratze bzw. ein neues Bett zu gewöhnen. In Deutschland und Österreich ist die Lieferung bis zum Aufstellort kostenlos und für 60 € kannst du das Bett direkt aufbauen lassen. Der Topper besteht im Kern aus einer 4 cm Schicht Viskoschaum und einer 4 cm Schicht Aerolutschaum, was eine Art Gelschaum ist. Eingepackt ist der Kern in einen speziell mineralhaltigen Zelian-Stoffbezug. Dieser Stoff wandelt abgegebene Körperwärme in Infrarotstrahlung um, wodurch die Haut mehr Sauerstoff bekommt. Der Bezug ist abnehmbar und waschbar. Die Härtegrade beider oberen Matratzen sind wählbar. Die Konfiguration möchte ich dir kurz zeigen. Zuerst wählst du hier deine Wunschgröße. Dann kannst du zwischen den Farben hellgrau, beige und grau wählen. Anschließend kannst du hier deinen Kopfteil wählen. Rechts siehst du übrigens immer den aktuellen Preis. Dann musst du für beide Seiten den Härtegrad bestimmen. Im Härtegradrechner kannst du ihn herausfinden, falls du deinen Härtegrad nicht kennst. In meinem Fall benötige ich H3. Im nächsten Schritt kannst du noch Zubehör für einen einmaligen 5% Rabatt dazu kaufen. In unserem Beispiel nehmen wir nur noch den Aufbau dazu. Als nächstes kannst du hier den Gutscheincode eingeben, damit er an der Kasse abgezogen wird. Du findest ihn, wenn du dem ersten Link in der Videobeschreibung folgst. An der Kasse siehst du dann die Gutschrift und du bekommst außerdem noch 3% Skonto, wenn du per Vorkasse bezahlst. So kommen wir für das Bett auf einen Preis von knapp 2.675 €. Ich habe kein vergleichbares Bett in der Preisklasse gefunden, daher nochmal vielen Dank an Jack für die Partnerschaft. Boxspringbetten unter 1.000 € kaufen. Verständlich ist, dass nicht jeder um die 3.000 € für ein Boxspringbett ausgeben kann oder möchte. Boxspringbbetten unter 1.000 € sind nicht unbedingt schlecht und eignen sich gut als Übergangsbett für die nächsten Jahre. Wenn du auf der Suche nach solch einem Boxspringbett bist, habe ich auch einen heißen Tipp für dich. Im Folgenden zeige ich dir, wie du ein 1.250 € Bett für 1.000 € kaufen kannst. Ich möchte dir kein direktes Bett vorschlagen, sondern mehrere Marken, die sich auf dem Markt über die Jahre etabliert haben und den Weg, wie du am günstigsten an diese Betten kommst. Schritt 1 ist: Über den Link in der Videobeschreibung kommst du zum Bauer Online-Shop. Dort habe ich dir die passenden 180 x 200 cm Boxspringbetten in der richtigen Preisklasse bereits herausgefiltert. Die Voraussetzung für das Angebot ist, dass du Neukunde bist oder seit 2 Jahren nichts in dem Shop bestellt hast. Dann bekommen wir nämlich einmalig 20% Rabatt auf die Bestellung, was bei einem Boxspringbett ordentlich Ersparnis bedeutet. Hier siehst du die gefilterten Boxspringbetten. Mir bekannte guten Firmen sind zum Beispiel InnoSign, Jockenhöfer, Westfalia, Atlantic Home Collection, Collection AB und Beckle Nordheim. Was das Design betrifft, kannst du natürlich nach deinem Geschmack entscheiden und die Eigenschaften mit den eben angesprochenen Kriterien für ein gutes, günstiges Boxspringbett kontrollieren. In dem Beispiel zeige ich es dir an dem Bett von InnoSign. Oben sehen wir nochmal den Hinweis, dass der Neukundenvorteil bereits aktiviert ist. Das ist wichtig, damit an der Kasse die Rabatte funktionieren. Hier nehmen wir den Härtegrad 2 als Beispiel. Leider kann man nicht beide Seiten einzeln konfigurieren, was aber leider oft Standard in dieser Preisklasse ist. Dennoch kannst du auch in dieser Preisklasse schon einen gewissen Anspruch an das Bett haben. Du bekommst hier zum Beispiel 7 Zonen Tonnentaschenfederkerne in den oberen Matratzen, nur wenn die Gesamtzahl an Federkernen pro Matratze angegeben wird, ist das oft ein schlechtes Zeichen, wenn wir als Ziel 250 Federkerne pro Quadratmeter anstreben. Um den Wert zu bestimmen, müssen wir einfach die 0,9 mal 2 Meter rechnen. Pro Matratze haben wir also eine Fläche von 1,8 Quadratmeter. Die Anzahl der Federn teilen wir durch die Fläche und so kommen wir auf 183,33 Federkerne pro Quadratmeter. Natürlich müssen wir Abstriche bei dem Preis machen, nur das soll dir einfach nochmal verdeutlichen, wo bei diesen Betten gespart wird. Das Schöne ist, dass du alle Eigenschaften schön aufgelistet bekommst. Hier ist nochmal die Tabelle mit Punkten, worauf du bei einem günstigen Boxspringbett achten solltest. Ich erstelle sie dir auch noch in einer PDF-Datei zum Herunterladen, falls du die verschiedenen Punkte im Möbelhaus testen willst. So kannst du zum Beispiel eine vergleichbare Matratze Probe liegen und testen, ob dir 330 Federkerne pro Matratze ausreichen. Im Prinzip kannst du die verschiedenen Punkte testlegen und schaust, worauf du am wenigsten verzichten möchtest. Später kannst du das Bett immer noch online günstiger bestellen. Nur so hast du zumindest schon mal ähnliche Eigenschaften Probe gelegen. Im nächsten Schritt kannst du hier auch wieder Serviceoptionen wie die Bettenentsorgung oder den Aufbau dazu buchen. Hier kannst du dann das Konto anlegen, wenn du willst, kannst du aber auch als Gast bestellen. Der Unterschied ist, dass du dann keine Ratenzahlung abschließen kannst und auf Zahlungen per PayPal, Kreditkarte oder Giropay beschränkt bist. Wenn alles geklappt hat, müssten hier die extra 20% Rabatt abgezogen sein. Den Rabatt bekommst du natürlich nicht nur auf 1.000 € Betten, sondern unlimitiert. Um dir das zu demonstrieren, füge ich hier über die Artikelnummer noch ein 6.000 € Bett hinzu.
Und du siehst, auch hier greift der Rabatt. Jedenfalls kommst du mit einem 1000 Euro Budget und dieser Methode an ein 1250 Euro Boxspringbett. Die 29 Euro Speditionskosten für die Lieferung musst du noch einkalkulieren. Bauer gehört übrigens zur Otto Group, weswegen du bei Otto die gleichen Betten findest. Ab und zu gibt es auch Rabattaktionen auf Möbel beim Otto Online-Shop. Vergleiche am besten hier die Aktion. Auch den Shop verlinke ich dir. Eine weitere gute Anlaufstelle für Boxspringbetten ist Möbelhöfner. In diesem Beispiel fokussiere ich mich auf Betten zwischen 1 und 2000 Euro. Folge auch hier einfach dem Link in der Videobeschreibung, um die vorgefilterten Betten in der Übersicht zu haben. Hier kannst du dir nochmal exklusive Rabatte sichern, indem du die Kundenkarte bei der Bestellung mit beantragst. Die Aktionen ändern sich im Laufe der Zeit und auch hier findest du immer mal wieder gute Schnäppchen. Achte dazu einfach auf das kleine Aktionsschild und den Extra-Rabatt, den du mit der Kundenkarte bekommst. Als Beispiel eignet sich hier das Boxspringbett Hampshire. Die Aktionspreise sind natürlich oft nur eine Preisstrategie, aber im Vergleich bekommst du mit dem Extra-Rabatt der Kundenkarte die Betten nirgendwo günstiger. Zumindest war das Resultat meiner Recherche. Das Gute bei Höfner ist, dass du die Betten im Möbelhaus Probe liegen kannst. Später kannst du es immer noch online bestellen. Hier kannst du auch wieder die Eigenschaften mit der Tabelle abgleichen. Pausiere auch hier gerne das Video. Das Rechenbeispiel zeigt auch wieder, dass hier nur 175 Federkerne pro Quadratmeter verwendet werden. Dafür hat es Tonnentaschenfederkerne und 7 Zonen. Beim Warenkorb kannst du noch eine Montage für 69 Euro dazu buchen und sobald du unten rechts bei der Kundenkarte auf Anfordern klickst, werden die extra Rabatte abgezogen. Auch hier kannst du als Gast bestellen und alle gängigen Zahlungsarten wählen. Ein weiteres gutes Boxspringbett in der Preisklasse ist das IKEA Dunvik. Das Modell gibt es in verschiedenen Ausstattungen. Die Seite ist auf den ersten Blick etwas kompliziert aufgebaut. In dem Fall ist Vågstranda. der Name der Matratze, fest, mittelfest, beschreibt die beiden Härtegrade der Matratzen und Tustna. ist der Topper. Das ist die hochwertigste Ausstattung und eine Besonderheit ist der innovative S-Kern der Matratze. Dieser besteht aus 2 Lagen Taschenfedern, die sich an den Verlauf der Wirbelsäule anpassen und genau dort unterstützen, wo es nötig ist. Gespart wird, indem in der unteren Box Bonell-Federkerne verwendet werden. Der Topper besteht aus Latex und Wolle. Auch hier hast du den Vorteil, dass du die Betten in einem IKEA deiner Nachbarschaft Probe liegen und dann entweder online oder per Click und Collect zu einem Wunsch-Abholtermin zu der IKEA-Filiale bestellen kannst. Den Link zu dem vorgestellten Dunvik findest du auch hier in der Videobeschreibung. Ich habe heute am 8.4. alle Matratzen von IKEA getestet und kann dir 3 Matratzen empfehlen. Das beste Liegegefühl hatte ich auf dem Rücken und seitlich auf der Vågstranda. Sie ist nicht zu hart, aber der komplette Körper fühlte sich gut gestützt. Bei dem Dunvik kannst du alternativ noch die 199 Euro Matratze Valet Vogue wählen, die mir auch sehr gut gefallen hat. Wahrgenommen war sie etwas härter, aber noch im angenehmen Bereich. Wenn dir der S-Kern nicht so wichtig ist, wähle diese Matratze, um nochmal zu sparen. Die Wattniström gibt es nicht zum Ausrüsten, würde ich aber auf ein Level mit der Valet Vogue setzen, wenn es nach dem Liegegefühl geht. Bei anderen IKEA-Betten, wo du beide ausrüsten kannst, würde ich immer die Valet Vogue bevorzugen. Es gibt noch eine Matratze um die 100 Euro, die ich überhaupt nicht empfehlen kann. Bei ihr habe ich gefühlt jede Feder im Rücken gespürt. Und das waren sie. Die besten Boxspringbetten-Angebote, die ich derzeit finden konnte. In der Preisklasse 2000 bis 3000 Euro empfehle ich das Jagdbett. Bei den Betten über 3000 Euro kannst du die gleiche 20% Methode wie bei den 1000 Euro Betten anwenden, solange es die Aktion noch gibt. Für welches Bett du dich am Ende auch entscheidest. Achte beim Online-Kauf darauf, dass du die Betten mindestens 6 Wochen Probe liegen kannst, um deinem Körper genug Zeit zu geben, sich an das Bett zu gewöhnen. Wenn dir oder deinem Partner das Bett nicht zusagt, kannst du es wieder abholen lassen und ein anderes ausprobieren. Ich wünsche auf jeden Fall viele gute Nächte in deinem neuen Boxspringbett. Wenn du willst, hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute.